Raufußbussard, geil, Mann. Richtig nice. Moin und herzlich willkommen bei Stefan Goldenstein Wildlife. Der gute Simon hat mich gerade angerufen und hat Bock auf eine kleine Birding-Tour an der Küste. Da bin ich natürlich dabei, aber erstmal muss ich mein Auto freikratzen. Es ist nämlich schweinekalt heute. Wir haben minus 4 Grad und wir haben es gleich 14 Uhr. Also beeile ich mich jetzt und dann sehen wir uns gleich bei Simon. Mit Simon im Gepäck ging es an einen Baggersee. Da ich zunächst vergessen hatte, den Bildschirmstabilisator an der Kamera einzuschalten, wackelt die Graugänse nun etwas. Mittlerweile hatte ich den richtigen Knopf gefunden und die Aufnahmen der Kanadagänse wirken da schon wesentlich ruhiger. Das ist Simon. Es sieht zwar etwas komisch aus, aber er fotografiert kleine Vögel im Gegenlicht. Und die Fotos können sich sehen lassen. Hier mal eine kleine Auswahl. Um mich selber beim Filmen zu filmen, wollte ich schnell die GoPro aufbauen. Plötzlich ertönten bekannte Rufe. Dann ging alles ganz schnell. Simon hatte einen Trupp Birkenzeisige gehört. Als sie sich direkt über uns in den Erlen niederließen, konnte er sie direkt als Tigerbirkenzeisige bestimmen. Krass. Tigerbirkenzeisige sind Wintergäste und brüten in Skandinavien und Sibirien. Wie man die verschiedenen Birkenzeisigarten unterscheidet, erzählt euch Simon im späteren Verlauf des Videos. Nun lasst uns aber erstmal diese schöne Art in Ruhe beobachten. Auch ein hübscher Stieglitz hatte sich unter diesen Trupp gemischt. Im Gegensatz zu den Tigerbirkenzeisigen sind Erlenzeisige häufig und ganzjährig bei uns anzutreffen. Allerdings sind sie hier in Ostfriesland im Winter viel zahlreicher anzutreffen als im Sommer. Hallöchen. Hallo. Da ist der gute Simon. Ich bin auch hier. Wow, wirklich. Wer hätte es gedacht? Wir sind an einem See angehalten, weil wir hier relativ viele Gänse drauf gesehen haben. Simon hat dann auf einmal eine ganze Horde Tigerbirkenzeisige entdeckt. Sehr schöner Trupp, irgendwie 50 Vögel und so wie es aussah auch sehr artrein, also kein Alpenbirken. Tja, und dann war der Akku der GoPro alle. Simon hatte noch berichtet, dass neben den Tigers auch Erlenzeisige und Stieglitze dabei waren. Aber das wusstet ihr ja bereits. Mit frischen Akkus in der GoPro ging es dann zum nächsten Spot. Und Simon glänzt mit Fachwissen. Tigerbirkenzeisige. Stefan, was sagst du dazu? Ein geiler Fund auf jeden Fall. Das ist ein Lifer für mich. Also Glückwunsch. Dankeschön. Hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Aber vielleicht magst du mir so ein paar Unterschiede mal erklären zwischen Tigerbirkenzeisig, Alpenbirkenzeisig und vielleicht bringst du auch noch den Polarbirkenzeisig mit ins Spiel. Ja, sehr gerne. Alpenbirkenzeisig ist heimisch, der kleinste und eben sehr bräunlich gefärbt. Tigerbirkenzeisig ist von Nord- und sehr nördlichen Verbreitung. Achso, wollen wir nicht hier auf die Kuhle gucken? Ah, die ist zu. Das ist gar nicht. Eis drauf, krass. Genau, und Tigerbirkenzeisig ist ein bisschen größer und eben eher gräulich gefärbt, nicht so dunkel. Und der Polarbirkenzeisig ist der seltenste, kommt eben aus noch höheren Gefilden und ist sehr weiß, hat einen weißen Bürzel,
und einen sehr kleinen Schnabel. Danke für die ausführliche Erklärung, Simon. Wir sind inzwischen wieder im Nirgendwo und halten Ausschau nach weiteren Wintergästen. Die verschneite Gegend und das tiefstehende Licht verbreiten eine tolle Atmosphäre. Ja, Simon hat gerade einen Raufußbussard entdeckt. Und als wir hier angehalten sind, wurden wir direkt überrascht von einem Bergpieper, einer männlichen Kornweihe und Wiesenpiepern. Da bin ich noch nicht mal aus dem Auto ausgestiegen, da hat Simon die schon alle gesehen. Total gut. Und jetzt wollen wir gleich mal versuchen, ob wir vielleicht den Raufußbussard noch irgendwie auf die Kamera bekommen. Aber guckt euch mal das ganze Gelände an, wie schön das hier aussieht. Wunderschön. Hey, warte mal. So geil, wir haben fast gar keinen Wind. Alles ist weiß. Die Sonne steht super flach. Hervorragend. Also war auf jeden Fall eine geile Idee, dass wir nochmal rausgegangen sind. Total, also das Wetter ist Hammer und bis jetzt auch richtig viele Vögel. Also wir sind jetzt gerade mal seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde unterwegs. Ja. Und dafür haben wir schon echt was gesehen. Hier, da sind noch kleine Vögel, könnten Wiesenpieper wieder Das ist sein. der Wiesenpieper-Trupp, der gerade rüberkam. Und da sitzt er ganz hinten auf dem Pfahl. Ich glaube, da können wir noch näher ranfahren. Hinter dem Grauganstrupp. Und da haben wir auch schon den angesprochenen Raufußbussard. Zwar recht weit weg, aber immerhin Belegaufnahmen. Wir sind jetzt ein bisschen näher beim Raufußbussard und Stefan macht schon wieder die nächsten Money Shots. Es ist ein schönes altes Männchen. Oh, jetzt fliegt er. Einen Moment. Oh, so hübsch. Alter. Das Licht da ist noch viel besser. Ja. Definitiv. Geil. Also, wo waren wir stehen geblieben? Es ist ein adultes Männchen und dafür gucken wir vor allem auf zwei Merkmale. Einerseits, wie ausgedehnt das Brustschild ist, also vor allem, man kennt das von jungen Raufußbussarden, dass die so einen sehr dunklen Unterbauch haben, der quasi keine hellen Stellen hat und da guckt man quasi dann auch drauf, um Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Bestes Merkmal auch, um nochmal das Alter abzusichern, ist Schwanzbänderung. Raufußbussard unterscheidet sich ja vom Mäusebussard dadurch, dass er einen weißen Schwanz mit einer scharf abgegrenzten schwarzen Endbinde hat. Und ein Altvogel wie dieser hat eben mehr Endbinden, während ein Junger halt eine breite, dunkle hat, haben Alte mehrere und Männchen mehr als Weibchen. Und dieser Vogel hat 4 Endbinden, was dann eben auch nochmal zeigt, dass es ein adultes Männchen ist. Hier sehen wir nochmal den Vergleich der Endbinden an den Schwanzfedern. Während diese beim Raufi stark abgegrenzt sind, sind diese beim Mäusi eher verwaschen oder gar nicht vorhanden. Raufußbussard, geil, Mann. Richtig nice. Nach diesem tollen Fund lasse ich Simon einfach alleine stehen und fahre nach Hause. Spaß muss sein. Yes! Der ist einmal direkt am Auto vorbeigeflogen und ich finde, das kann sich erstmal richtig sehen lassen hier. Simon, da geht jetzt seiner Lieblingsbeschäftigung Meiner nach, Bestimmung. seiner Bestimmung. Und zwar Ringelgänse durchgucken nach Hellbäuchige Unterarten. Ringelgans steht da auch. Genau. Wir hatten Neujahr hier schon eine hellbäuchige Ringelgans, also Unterart Rota, gefunden und am zweiten 2. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, wie es denen so geht, ob sie noch da sind. Und gerade eben haben wir den Trupp gar nicht gefunden, wo die eigentlich sitzen. Aber hier sitzen sie jetzt und hier ist auf jeden Fall schon mal eine Rota am Start. Dann mache ich auch gleich mal ein Foto von. Macht das. Was Stefan euch einblenden wird, obwohl es nicht gut ist, das Foto. Alter, ist die hübsch. Die fällt richtig auf. Dieser Vogel ist heller als die dunkelbäuchigen und hat hier zwischen den Beinen weiß. Genau. Das ist so das beste Merkmal. Sieht man das bei den Ringelgänsen. Hier wird es so ein bisschen dunkel. So Stefan,
Frage an dich. Was ist deine Lieblingsvogelart, die man hier nur im Winter beobachten kann? Boah, nur im Winter. Ich finde Ohrenlerchen eigentlich ganz geil. Schneeammern finde ich cool. Also generell die Singvögel finde ich eigentlich mega geil. Aber so ein Raufußbussard ist auch schon mega nice. Was ich auch mal geil finde, so im Winter Waldschnepfen. So, das fetzt auch mal richtig. Das ist cool. Mein Lieblingsvogel ist ja die Bekassine. Also generell finde ich Schnepfen eigentlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, weise Wahl. Ich gehe dann eher mit Raufußbussard. Vor allem, die sind ja auch nur im Winter da und ich finde die so hübsch. Vor allem dann mit dem weißen Schwanz und der Endbinde. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Obwohl, wo du gerade sagst, weißer Bürzel, also Kornwein finde ich auch zum Beispiel super geil, ne? Jo. Alter, schön draußen, ne? Total. Traumhaftes Wetter. Ja. So langsam geht die Sonne bereits unter und hüllt das Land in warme Farben. Zum Glück konnten wir noch einen Trupp Ohrenlerchen entdecken, welcher die letzten Sonnenminuten zur Nahrungssuche nutzte. Direkt dahinter eine Gruppe Kiebitze. Sie waren schon sehr inaktiv und bereit für die Nachtruhe. Wir nutzten das restliche Licht, um weitere Tierarten zu finden. So entdeckte ich beispielsweise noch ein Reh. Leider bemerkte es mich auch und suchte ein anderes Feld auf. Seeadler. Hinterm Wald, ne? Landet jetzt. Ja, sitzt da oben auf dem Baum. Ich fresse einen Besen. Versuchen wir noch mal irgendwie einen Seeadler aufzubekommen. Ist das crazy, Mann. Obwohl ich jetzt hart bezweifle, dass ich den irgendwie drauf kriege. Hier ist so viel Zeug. Ah, das ist einer vom letzten Jahr. Ja, tatsächlich hat sich jetzt da hinten auf dem Wäldchen, auf einem der höchsten Bäume, ein Seeadler niedergelassen. Und ich habe ihn auch auf Video, aber er ist natürlich arg weit weg. 300 Meter vor uns sitzt er nun, der König der Lüfte, ein Seeadler. Wer hätte damit noch gerechnet? Leider blieb er nicht allzu lange sitzen. Die Flugaufnahmen sind wie immer nicht allzu optimal. Ich spare allerdings mittlerweile auf ein Videostativ. Danach wurde es sehr still und wir genossen zunächst den wunderschönen Sonnenuntergang. Zum Abschied ließ sich auch noch einmal der Raufußbussard blicken.
Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, denn Simon und ich, wir fahren jetzt gleich sowieso wieder weiter. Bis gleich. Das letzte Ziel des Tages sollte ein Waldrand werden. Ja, jetzt so zum Abschluss des Tages haben wir uns nochmal überlegt, oh, da fliegt glaube ich ein Silberreiher. Oh hier, guck mal da fliegt eine kleine Limikole. Bekassine. Ja, first Beccassine this year. Und Hier. Silberreiher. Und Silberreiher, genau. Ja, nice. Ich wollte eigentlich gerade erzählen, dass wir jetzt hier am letzten Spot nochmal ein bisschen gucken wollen, ob wir vielleicht eine Schleiereule finden. Und vielleicht eine Waldschnepfe. Und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Ich werde wahrscheinlich nämlich nicht mehr mit zu Simon gehen. Dem wir frieren die Pfoten ab. Wir haben gerade -4 Grad. Die Sonne oder die Temperatur ist so abgefallen jetzt in den letzten Minuten quasi. Wow, echt krass. Und so warteten wir in der Dämmerung mit gezückten Ferngläsern auf spannende Vogelarten. Nein. Neben einem Rotkehlchen und mehreren Bekassinen konnten wir hauptsächlich Gänse auf dem Flug zu ihren Schlafplätzen beobachten. Als das Licht schon fast verschwunden war, tauchte doch noch eine Waldohreule auf. Leider lief die Kamera dabei nicht. So ging ein wirklich erfolgreicher Tag für uns zu Ende. Ja, -3,5 Grad. Es war nicht warm. Aber wir haben noch eine Waldeule gesehen. Oh ja. Und viele Gänse und Bekassinen und ein paar andere Vögel, die noch zum Schlafplatz geflogen sind. Genau, das war eigentlich relativ cool jetzt noch am Ende. Cool im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war arschkalt. Und wir haben es gleich erst 18 Uhr und es wird garantiert noch ein bisschen kälter heute Nacht. Und wir haben uns gedacht, es war's dann auch für heute. Da kann man es gut bei belassen. Ja, auf jeden Fall, wir hatten ja einen super erfolgreichen Tag so gesehen. Also windstill, die Natur sah super schön aus in ihrem weißen Kleid heute. Wir haben viele coole Vogelarten gesehen, also war eigentlich super geil, oder? Jo. Was war dein Highlight? Boah. Der Raufußbussard war auf jeden Fall schon ziemlich geil, muss ich sagen. Auch so und- nah und dann im Schnee. Richtig schön. Ja, aber ich muss sagen, die Tigerbirkenzeige waren Ja, die noch ein sind bisschen immer geiler, klasse. weil die waren halt ein bisschen länger da und die konnte man ein bisschen länger filmen und beobachten. Das war eigentlich ganz cool so. Mhm. Und dein Highlight war garantiert der Raufuß, weil du auch so geile Bilder machen konntest. Ich freue mich drauf, gleich die mal durchzugucken. Ja. Und Ich bin auch sehr gespannt. Kannst du mir nachher welche schicken? ja, auf jeden Fall mache ich. Na gut, Macht den schönen Abend und dann bis bald. wir sehen uns dann die Tage hoffentlich. Jo, danke fürs Einschalten. Nicht vergessen, abonnieren, Like da lassen und einen Kommentar schreiben. Genau. In diesem Sinne, Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. ciao.